Perfekt oder Präteritum? Was ist da eigentlich der Unterschied und vor allem, wie machen es die Deutschen? Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Sicher hast du schon meine Videos zum Perfekt und zum Präteritum gesehen und fragst dich jetzt, wann muss ich jetzt eigentlich das Perfekt und wann das Präteritum benutzen? Und muss ich wirklich alle Verbformen im Präteritum kennen? Nein, musst du nicht. Auch die meisten Muttersprachler kennen nicht alle Präteritumformen der Verben. Ganz im Gegenteil, sie kennen die meisten Präteritumformen der meisten Verben nicht. Absolut nicht. Warum das so ist und welche Verben du auf jeden Fall im Präteritum kennen musst, das zeige ich dir jetzt an meinem E-Book. So, Perfekt oder Präteritum. Als erstes, gibt es einen Unterschied hier in der Bedeutung? Nein, es gibt keinen grundsätzlichen Unterschied hier in der Bedeutung zwischen dem Perfekt und dem Präteritum. Also ich bin im Kino gewesen ist dasselbe wie ich war im Kino. Falls du Englisch sprichst, ist dir bestimmt schon ein typisch deutscher Fehler in Englisch aufgefallen. I wasn't in England yet versus I haven't been to England yet. Auf Englisch ist dieser Satz falsch und dieser ist richtig. Auf Deutsch macht es aber keinen Unterschied, ob du sagst, ich war noch nicht in England oder ich bin noch nicht in England gewesen. Es ist beides absolut korrekt und kein Unterschied hier in der Bedeutung. Wann du welche Vergangenheitsform benutzen musst, hängt mehr davon ab, wer oder was ist dein Publikum. Also, Präteritum wird vor allem in Nachrichten benutzt, auch in Zeitungen, Büchern, Berichten, Geschichten. In der gesprochenen Sprache nur mit den Verben sein, haben, werden und mit den Modalverben. Während das Perfekt vor allem in Gesprächen, persönlichen Briefen und auch natürlich Social Media benutzt wird. Denn wenn du bei Facebook oder WhatsApp etwas schreibst, dann ist es in der Regel wie ein privates Gespräch und dementsprechend benutzen die meisten Menschen das Perfekt. Das Präteritum in der gesprochenen Sprache, wie schon erwähnt, wird hauptsächlich mit sein werden, können, sollen, wollen, dürfen und müssen benutzt. Also mit den Modalverben hier. Das liegt ganz einfach daran, dass alle die Präteritum-Version von diesen Wörtern kennen. Denn sein, haben und werden auch als Hilfswörter benutzt für andere Zeitformen wie das Plusquamperfekt oder das Passiv. Und die Modalverben sind fast komplett regelmäßig. Daher kennt auch diese Verben jeder im Präteritum. Und es würde eine unregelmäßige Wortstellung im Perfekt mit Modalverben zutreffen. Deswegen vermeiden die meisten das Perfekt mit den Modalverben, denn dann wird die Wortstellung am Ende unregelmäßig, deswegen solltest du das auch machen. Sobald du ein Modalverb siehst, einfach das Präteritum benutzen. Und was viele Menschen vielleicht nicht, aber je weiter im Norden du in Deutschland lebst, umso mehr wirst du es hören, dass auch Verben, deren Präteritumform von der Partizip-2-Form bekannt ist, weil die Partizip-2-Form aus der Präteritumform gebildet wird. Die wirst du auch häufiger mal im Präteritum hören. Es ist aber nie falsch, sie im Perfekt zu benutzen, wie zum Beispiel brennen. Hier ist das Partizip 2 gebrannt und das kommt von brannte. Das ist die Präteritumform. Die ist auch komplett unregelmäßig, wie du siehst, aber es ist bekannt durch das Partizip 2, was du ja für das Perfekt brauchst. Grundsätzlich, wie gerade eben schon erwähnt, je weiter du im Norden bist, umso mehr wirst du das Präteritum hören, aber alle werden dich verstehen, wenn du immer das Perfekt benutzt, außer bei sein, haben, werden und den Modalverben. Sie werden dich auch verstehen,
aber niemand wird es wirklich auch so sagen. Außer du bist in der Schweiz, denn da gibt es überhaupt gar kein Präteritum, da wird immer das Perfekt benutzt und ansonsten in Österreich wirklich nur die 3 Verben plus die Modalverben und je weiter in den Norden du kommst, desto häufiger wirst du mal noch Präteritum hören, aber das Perfekt wird immer häufiger benutzt und nicht mehr so viel das Präteritum. Auch was dir vielleicht, wenn du schon fortgeschritten bist, mal aufgefallen ist, was passiert, wenn du zu viel Präteritum benutzt. Im besten Fall wirst du als Nicht-Muttersprachler sofort erkannt, auch wenn du keinen Akzent hast und sonst absolut perfekt sprichst. Denn das Präteritum wird einfach nicht so häufig benutzt. Im schlechtesten Fall hörst du dich an wie ein Roboter oder komisch und vor allem in Süddeutschland, in Österreich und der Schweiz werden die Menschen sogar teilweise Probleme haben, dich zu verstehen. Also im Zweifel immer das Perfekt. Wenn du nicht weißt, Präteritum oder Perfekt, benutze einfach das Perfekt. So, jetzt weißt du, wann du das Perfekt und wann du das Präteritum benutzt. Falls du dazu noch Fragen hast, schreib mir einfach einen Kommentar hier unter dieses Video. Ich beantworte alle deine Fragen. Das E-Book hier aus dem Video findest du auch verlinkt unter diesem Video. Und ansonsten denk immer daran, im Zweifel benutze das Perfekt. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen.